Heute bei den Lately News hat ein Mann für Aufsehen in Höllstein gesorgt, als er Bäume angesungen hatte und dies einem Anwohner nicht geheuer war und die Polizei rief. Die fanden heraus, dass sich der Mann nicht etwa gerade in einem Sing-Off mit einem Baum befand, sondern nur mit etwas Gesang die Wartezeit auf seinen Termin beim Arzt überbrücken wollte. Trotzdem forderten die Beamten den Mann zu einem Sing-Off heraus und erschossen vorher den Anwohner. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Filmen wie Ghostbusters, der Film, die Serie, die Unterlassungsklage von Universal. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die RTL 2 Nachrichten auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus Berlin. Ich persönlich habe oft das Gefühl, verfolgt zu werden. Immer wieder, wenn ich mich im Licht umdrehe, sehe ich da ein schwarzes Etwas hinter mir weghuschen. Komischerweise nur im Hellen, im Dunkeln verfolgen mich nur die normalen Killer-Clowns wie uns alle. Zu einem etwas anderen Einsatz mussten mehrere Polizisten in Berlin-Spandau, weil sie von einem 24-Jährigen gerufen wurden, der, seitdem er im Spandauer Forst am Morgen joggen gegangen war, verfolgt wurde. Und nicht etwa vom berühmten Spandauer Serienkiller Toni Turnschuh, der Jogger so lange jagt, bis sie die Fitness haben, auch beim Berlin-Marathon mitzulaufen, sondern von niemand Geringerem als einem Eichhörnchen. Alles begann, als der 24-Jährige die Hälfte seiner Laufstrecke hinter sich gebracht hatte und auf einmal ein Knistern hinter sich hörte. Erst dachte sich der Mann nichts dabei, aber als das Knistern immer näher kam, lief er sicherheitshalber weiter, nur folgte ihm das Knistern. Natürlich halfen ihm die angerückten Beamten und lenkten das Eichhörnchen mit ein paar mitgebrachten Nüssen ab. Haben wir zufällig ein Bild von dem niedlichen kleinen Eichhörnchen? Oh, das ist aber mal süß. Währenddessen in Schubi. Meine Tante Erne hat es mir schon früh eingebläut: Wenn du etwas trinkst oder mit Keith Richards abfeierst, dann lass dein Auto stehen und nimm eine Taxe. Sie muss es ja wissen, immerhin ist Keith Richards damals überhaupt erst durch meine Tante Erna zu den Drogen gekommen. Und noch heute finanziert ihr das eine schöne kleine Rente. Und weil eine 45 Jahre alte Frau keine Lust hatte, selber zu fahren, buchte sie über Uber einen Fahrer, der sie eigentlich nach Velje in Dänemark bringen sollte. Nur stoppte die Polizei das Auto in Schubi, da den Beamten aufgefallen war, dass das Fahrzeug immer wieder in Schlangenlinien fuhr. Nicht ohne Grund, denn wie ein Drogentest am Fahrer herausfand, stand dieser unter dem Einfluss von THC und Kokain. Die Polizei nahm seine Personalien auf und untersagte ihm natürlich die Weiterfahrt. Aber zu seinem Glück entschied die 45-jährige Frau, sich nun selber an das Steuer zu setzen und fuhr beide dann am Ende nach Velje, wo sie den Fahrer an einer dänischen Entzugsklinik absetzte. 5 Sterne dafür. Derweil in Tokio. Wenn ich nachts mein Taschengeld mit Wohnungseinbrüchen aufbessere, achte ich immer penibel darauf, keinerlei Beweise in den Wohnungen zurückzulassen. Ich gehe sogar noch viel weiter und verstecke an dem Tatort fingierte Hinweise, die auf andere Personen hindeuten sollen. So ist es auch kein Wunder, dass Günther Jauch bereits 8-mal vor einen Untersuchungsrichter geführt wurde, wegen Wohnungseinbrüchen, die ich ihm untergejubelt hatte. Leider hatte er bisher immer noch einen Joker in der Rückhand. So fragte er einmal das Publikum, ob er eingesperrt werden soll, oder nutze den Telefonjoker, um freigelassen zu werden. Denn unser Justizsystem funktioniert leider nicht anders als wie bei Wer wird Millionär. Aber irgendwann hast du mal keine Joker mehr übrig, Günther. Irgendwann. Noch dümmer hat sich jedoch ein Einbrecher in Tokio angestellt. Weil das Aufstemmen der Tür zu anstrengend war, legte sich der Einbrecher einfach einmal kurz hin und machte ein Nickerchen. So schlafend fand ihn dann die Polizei. Allerdings weckten sie ihn noch nicht auf, denn er sollte die letzten Stunden in Freiheit noch ein paar schöne Träume haben. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Foodboom Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Foodboom Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Foodboom beinhaltet
gleich zwei der mir wichtigsten Dinge im Leben, nämlich Food und Boo. Wie oft war ich schon bei Footlocker und wollte dort Food bekommen, nur um dann mit einem lauten Boo zu gehen, weil die servierten Burger schmeckten wie durchgelaufene Chucks. Wie oft wurde ich bei Arsenal London rausgeschmissen, weil ich mir den ein oder anderen Spieler auf den Grill legen wollte. Ganze 2 Mal. Die anderen 16 Mal hat keiner was gesagt. Ganz im Gegenteil, die linke Wade von Granit Xhaka war gar nicht so aus Granit, sondern hatte eine so schöne Maserung, dass selbst José Mourinho mal lächeln konnte. Deshalb drückte er mir freudig strahlend eine Ausgabe des Footboom Magazins in die Hand, was ich dann in Ruhe lesen konnte, als Hannibal Lecter mal wieder die Party crashte. Aber so viel Boom um so wenig Food, das war eher peinlich. Oder wie sogar Granit Xhaka humpeln meinte, ganz schön beinlich. Deshalb sei gewarnt, Footboom Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort auf meiner und José Mourinhos Grillliste für den Sommer. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.